Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Hallo Liam, wie geht es dir heute? Hallo Mia, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Ich habe gerade ein neues Handy online bestellt und möchte den Lieferstatus überprüfen. Weißt du, wie man eine Lieferung nachverfolgt? Ja, das weiß ich. Ich habe schon viele Lieferungen nachverfolgt. Ich kann dir dabei helfen. Super! Ich habe eine E-Mail mit einer Sendungsnummer erhalten. Was soll ich als nächstes tun? Zuerst musst du auf die Website des Lieferunternehmens gehen. Welches Unternehmen liefert dein Handy? In der E-Mail steht, dass es von Fastship geliefert wird. Okay, geh auf die Website von Fastship. Du kannst dafür den Webbrowser auf deinem Handy oder Computer nutzen. Ich bin jetzt auf der Website. Was soll ich als nächstes tun? Suche nach einem Link, der Bestellung verfolgen oder Lieferung verfolgen sagt. Der ist normalerweise auf der Hauptseite. Ich sehe ihn. Ich werde auf Bestellung verfolgen klicken. Jetzt siehst du ein Feld, in das du deine Sendungsnummer eingeben kannst. Ich habe die Sendungsnummer hier. Sie lautet 123.456.789. Gib die Nummer in das Feld ein und klicke dann auf den Button, der Verfolgen oder Absenden sagt. Das habe ich gemacht. Jetzt sehe ich eine Nachricht, die Verfolgungsinformationen sagt. Was steht da? Es steht, dass mein Handy auf dem Weg ist. Es hat heute Morgen das Lager verlassen. Das sind gute Nachrichten. Steht da, wann es ankommen wird? Ja, da steht, die Lieferung wird bis 17 Uhr heute erwartet. Das ist sehr schnell. Ich mag es, wenn Lieferungen zügig sind. Ich auch. Ich freue mich darauf, mein neues Handy zu bekommen. Ich brauche es für die Arbeit und um meine Freunde anzurufen. Das verstehe ich. Ich habe einmal 3 Tage auf ein Paket gewartet. Es war sehr schwer, geduldig zu sein. 3 Tage sind lang. Ich hoffe, meine Lieferung ist pünktlich. Ich möchte mein neues Handy heute benutzen. Du kannst die Verfolgungsinformationen viele Male prüfen. Wenn sich der Status ändert, wirst du es wissen. Das stimmt. Ich werde später noch einmal nachsehen. Manchmal werden Lieferungen wegen Verkehr oder Wetter verzögert. Ja, das kann passieren. Aber wenn die Website sagt, dass es auf dem Weg ist, sind das normalerweise gute Nachrichten. Ich fühle mich besser, wenn ich weiß, dass mein Handy bald kommt. Danke für deine Hilfe, Liam. Gern geschehen, Mia. Ich helfe dir gerne. Wenn du weitere Fragen zur Verfolgung oder zu deiner Bestellung hast, frag einfach. Das werde ich. Ich habe auch eine Hülle und Kopfhörer bestellt. Ich hoffe, die kommen auch bald. Das ist schön. Du kannst diese Bestellungen auf die gleiche Weise nachverfolgen, wenn sie von demselben Unternehmen sind. Ich werde daran denken. Ich mag es zu wissen, wo meine Pakete sind. Das gibt mir ein Gefühl der Kontrolle. Ja, Bestellungen nachverfolgen ist sehr nützlich. Es hilft dir, deinen Tag zu planen. Du kannst zu Hause bleiben oder ausgehen, während du weißt, dass dein Paket kommt. Genau. Ich habe geplant, heute Nachmittag zu Hause zu bleiben, um auf mein Handy zu warten. Das ist ein guter Plan. Du kannst auch das Lieferunternehmen anrufen, wenn du Fragen hast. Das wusste ich nicht. Wie rufe ich sie an? Suche nach einer Telefonnummer auf der Website von Fastship. Die ist normalerweise am Ende der Seite. Ich werde das später überprüfen. Ich hoffe, ich muss sie nicht anrufen. Ich möchte, dass meine Lieferung reibungslos verläuft.
Das verstehe ich. Meistens sind die Verfolgungsinformationen ausreichend. Sie sind klar und leicht verständlich. Ja, die Website ist einfach zu bedienen. Ich mag es, wenn Technologie die Dinge einfacher macht. Technologie hilft uns auf viele Arten. Die Verfolgung von Lieferungen ist eine der besten Anwendungen. Ich stimme zu. Ich erinnere mich, als meine Eltern das Postamt anriefen, um nach einem Brief zu fragen. Jetzt können wir alles online überprüfen. Die Zeiten haben sich geändert. Jetzt bekommen wir Informationen in Sekunden. Ich fühle mich glücklich, in dieser Zeit zu leben. Ich kann online einkaufen und meine Bestellungen problemlos nachverfolgen. Es ist sehr praktisch. Ich bestelle oft Bücher und Kleidung online und verfolge immer meine Bestellungen. Was war deine letzte Lieferung? Ich habe letzte Woche ein Buch bestellt. Ich habe es jeden Tag nachverfolgt, bis es ankam. Es war spannend zu sehen, wie sich der Status ändert. Das klingt interessant. Ich mag es, die Details zu wissen. Manchmal schaue ich sogar auf die Karte, die zeigt, wo sich das Lieferfahrzeug befindet. Ja, einige Unternehmen zeigen eine Karte. Es ist wie ein kleines Abenteuer zu beobachten. Ich werde überprüfen, ob Fastship eine Kartenfunktion hat. Das wäre cool. Du kannst danach auf der Verfolgungsseite suchen. Manchmal heißt es Echtzeitverfolgung. Das werde ich später machen. Für jetzt bin ich froh, dass mein Handy bald kommt. Ich freue mich auch für dich. Ein neues Handy ist aufregend. Du wirst bessere Fotos machen und neue Apps nutzen können. Ja, ich plane es für soziale Medien und um meine Familie anzurufen. Ich möchte auch ein paar Spiele spielen. Das klingt nach Spaß. Ich liebe es auch, Spiele auf meinem Handy zu spielen. Ein gutes Handy macht alles angenehmer. Ich stimme zu. Ich brauche mein Handy auch für die Arbeit. Ich überprüfe ständig meine E-Mails und Nachrichten. Ein gutes Handy ist wie ein kleiner Computer. Es hilft dir, verbunden und organisiert zu bleiben. Genau. Ich kann mir meinen Tag ohne mein Handy nicht vorstellen. Ich benutze es für so viele Dinge. Ich auch. Ich benutze mein Handy, um Nachrichten zu lesen, Musik zu hören und mit Freunden zu sprechen. Es ist sehr wichtig in unserem Alltag. Ich finde, dass Technologie unser Leben einfacher macht. Aber manchmal müssen wir geduldig sein. Auf eine Lieferung zu warten, ist ein Beispiel. Ja, Geduld ist wichtig. Selbst wenn du die Verfolgungsinformationen überprüfst, musst du immer noch auf das Paket warten. Ich versuche geduldig zu sein. Ich weiß, dass gute Dinge zu denen kommen, die warten. Das ist eine gute Einstellung. Ich versuche auch, geduldig zu sein, wenn ich auf meine Bestellungen warte. Manchmal ist es schwer, aber es lohnt sich, wenn das Paket ankommt. Ich stimme zu. Als mein Buch letzte Woche ankam, war ich sehr glücklich. Ich habe es sofort aufgemacht und angefangen zu lesen. Ich fühle mich genauso, wenn meine Kleidung ankommt. Ich probiere sie an und schaue in den Spiegel. Es ist wie eine kleine Feier. Ja, jede Lieferung ist ein kleines Geschenk. Ich sage immer Danke zu dem Lieferanten, wenn er mein Paket bringt. Das ist sehr nett. Das mache ich auch. Es ist höflich und macht den Tag besser. Ich werde die Verfolgungsinformationen in einer Stunde wieder überprüfen. Ich möchte sehen, ob es neue Updates gibt. Das ist eine gute Idee. Du kannst deinen Tag basierend auf der Lieferzeit planen. Ja, ich werde mir einen Tee machen und mich ans Fenster setzen, um zu warten. Ich hoffe, das Wetter ist schön. Ich sehe gerne den Lieferwagen ankommen. Das hoffe ich auch.
Ein klarer Tag macht es dem Wagen leicht zu fahren. Manchmal können Regen oder Verkehr Lieferungen verzögern. Das weiß ich. Einmal wurde ein Paket wegen eines Sturms verzögert. Ich war traurig, aber ich verstand, dass Sicherheit an erster Stelle steht. Das ist wahr, ich überprüfe immer das Wetter, bevor ich eine Lieferung erwarte. Das hilft mir bei der Planung. Ich werde jetzt das Wetter überprüfen. Ich möchte wissen, ob es sonnig oder bewölkt ist. Gute Idee. Du kannst eine Wetter-App auf deinem Handy verwenden. Ich habe die Wetter-App gefunden. Es ist heute sonnig. Perfekt für eine Lieferung. Das sind großartige Nachrichten. Dein Handy sollte pünktlich ankommen. Das hoffe ich. Ich werde die Verfolgungsinformationen weiter überprüfen. Danke nochmals für deine Hilfe, Liam. Ich fühle mich jetzt sicherer beim Nachverfolgen meiner Lieferung. Gern geschehen, Mia. Ich helfe dir immer gerne. Wenn du in Zukunft weitere Fragen hast, frag einfach. Das werde ich. Ich habe heute viel über das Nachverfolgen von Bestellungen und Geduld gelernt. Das freut mich zu hören. Übung macht uns besser im Umgang mit Technologie und beim Verstehen neuer Informationen. Ja, und das Gespräch mit dir macht das Lernen Spaß. Danke, Mia. Ich genieße unsere Gespräche. Sie helfen mir auch, mein Deutsch zu üben. Ich werde die Website von Fastship in einer Stunde wieder überprüfen. Ich möchte sehen, ob es neue Updates zu meiner Lieferung gibt. Das ist ein guter Plan. Du kannst dir auch eine Erinnerung auf deinem Handy setzen, um den Status zu überprüfen. Ich werde jetzt eine Erinnerung setzen. Ich möchte es nicht vergessen. Das ist klug. Technologie hilft uns, organisiert zu bleiben. Ich bin aufgeregt wegen meines neuen Handys und froh, dass ich gelernt habe, wie ich meine Lieferung nachverfolgen kann. Danke, dass du ein guter Freund bist und mir heute geholfen hast. Gern geschehen, Mia. Ich bin immer hier, um zu helfen. Ich hoffe, dein Handy kommt bald an, damit du all seine neuen Funktionen genießen kannst. Ich auch. Ich rufe dich später an, um dir zu sagen, wann es ankommt. Ich freue mich auf deinen Anruf. Hab einen schönen Tag und genieße deinen Tee, während du wartest. Danke, Liam. Hab einen großartigen Tag. Bis bald. Tschüss, Mia. Bis später. Gute Arbeit. Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Deutschgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.